Hallo, heute sind wir in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen. Wir sind hier bei unseren europäischen Braunbären. Europäischer Braunbär ist eine Unterart vom Braunbären, eine relativ kleine Art. Ja, das sind jetzt 3 Weibchen, die wir hier haben. Die sind jetzt 5 Jahre alt, sind damals aus dem schwedischen Zoo zu uns gekommen. Europäischer Braunbär, Verbreitung, es erklärt sich von selbst. Europa, Skandinavien, Süd- und Osteuropa vor allen Dingen. Es gibt dann auch den zweiten Namen, das ist der eurasische Bär, nennt sich das so ein bisschen, weil es dann auch teilweise in Asien mit reingeht. Wie gesagt, relativ kleine Unterart vom Braunbären, so 300 bis 350 Kilo Maximum. Körperlänge ist so 1,80 bis 2 Meter Maximum. Also unsere 3 Damen, das ist einmal die Smilla, die Frida und die Alma. Als die ankamen aus dem schwedischen Park, hatten sie schwedische Namen, die konnte nur keiner von uns aussprechen, deswegen haben wir die einfach umgetauft, haben denen aber versucht schon nordische Namen zu geben, damit es ein bisschen passt. Relativ unterschiedliche Charaktere, die eine ist halt sehr forsch und aufgeweckt, ähnlich wie Nanook, unser kleiner Eisbär, der halt sehr verspielt ist. Dann haben wir, sie hier ist so die gemütlichere, die da gerade so sitzt. Ja, Futter liegt jetzt zwar, aber Lust habe ich jetzt eigentlich keine. Und dann haben wir die immer am ersten wegläuft vom Futter. Das ist eigentlich so unsere Verfressen. Die ist halt relativ dick, braucht auch nicht so viel Futter und interessiert sich eigentlich nicht so wirklich für uns. Also die ist, ja, lass mich eher in Ruhe, ich will mein eigenes Ding machen und das ist so eher Charakter. Hier sind wir jetzt bei unseren Kamtschatka-Bären. Das sind 2 Brüder, das sind Juri und Kolja. Die haben wir damals von Hagenbeck aus Hamburg bekommen. Die haben die aus Russland, aus Moskau. Die sind jetzt 11 Jahre alt beide, sind Kamtschatka-Bären. Das ist eine weitere Unterart des Braunbären, eine der größten und meines Wissens nach die zweitgrößte Unterart der Braunbären weltweit. Bis zu 600 Kilo können sie schwer werden, bei einer Körperlänge von 2,50 Meter. Und sind somit die zweitgrößten. Sind beide sehr ähnlich vom Charakter, sehr gemütlich eigentlich, nur wenn es um Futter geht, dann können sie sich beide nicht ab. Wie das halt bei Geschwistern so ist, der eine will immer das haben, was der andere Bruder gerade hat oder die andere Schwester hat und so ist das bei denen halt auch. Ansonsten lieben die ziemlich friedlich miteinander, sind beide eher ja, gemütlicher unterwegs und ja, eigentlich sehr nette Charaktere. Unterschiede zwischen den beiden Unterarten ist eigentlich hauptsächlich die Größe und das Gewicht natürlich. Wie gesagt, Kamtschatka-Bären so 2,50 Meter, Körperlänge mit 600 Kilogramm und unsere europäischen Braunbären ja, so 300 Kilogramm bei 1,80 Meter. Und geografisch ist eigentlich die Verbreitung der wichtigste Unterschied. Kamtschatka-Bären kommen von der Halbinsel Kamtschatkas oben in Sibirien. Das ist eine relativ kleine Population und die europäischen Braunbären sind halt in ganz Europa bis Osteuropa bis nach Asien rein verbreitet. Da gibt es noch relativ viele Tiere von. Ja, bei der Fütterung ist natürlich auch noch ein Riesenunterschied. Die 3 kleineren bekommen natürlich deutlich weniger als unsere beiden großen. Bei den kleinen, das ist immer so ein bisschen ja, jahreszeitenabhängig.
Die Tiere machen ja im Winter normalerweise eine Winterruhe, das heißt, im Sommer bis zum Spätherbst wird so viel gefressen wie möglich, so viel Gewicht aufgebaut, so viel Fett angefressen wie möglich und dann schläft man den Winter über durch, so ein paar Monate und wird dann wieder wach und hat dann relativ viel abgenommen, eigentlich eine gute Diät. Und dann muss man natürlich das Ganze wieder aufbauen. Aber so im Schnitt im Jahr kann man ungefähr sagen, so 8 bis 10 Kilogramm pro Tag bei den kleineren und die großen sind so bei 15 bis 18 Kilo. Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.